Ja, das war eine angenehme Überraschung, dieser Golfplatz hier, Golf de Gruyère. Ja, hallo. Zwischen Bern und Genfersee liegt der Lac de Gruyère, der Greyerzer See. Gruyère ist natürlich bekannt wegen seines Käses, wegen der schönen mittelalterlichen Stadt Gruyère, dem See, wunderschönen Blicken, aber es gibt hier auch einen Golfplatz. Von diesem Golfplatz aus kann man nicht nur den Golfplatz genießen, sondern eben auch einen wunderschönen Blick auf den See und die Berge. Und das werde ich euch jetzt hier in diesem kleinen Film zeigen. Schon der Weg zum ersten Tee ist ziemlich beeindruckend. Der erste Abschlag geht hier erstmal recht steil nach unten. Ich habe leider meine Entfernungsuhr nicht dabei. Ich muss das also nur ein bisschen abschätzen hier. Hier die zweite Bahn geht bergauf. Wenn man hier natürlich aus irgendeinem Grund zu weit nach links spielt, dann landet der Ball doch sehr viel tiefer auf einer anderen Spielbahn. Das dritte Loch wieder ein recht langes Par 3, bergab in Richtung See. Der See, der hat jetzt hier Mitte Mai relativ wenig Wasser. Hier auf dieser kleinen Insel ist übrigens eine Burg, eine Burgruine. Und einem anderen Film von einem Reisekanal bin ich hier mit der Drohne mal über diesen Teil vom See geflogen und auch einmal um diese Burg herum. Also schaut euch das gerne an. Der Link ist oben und ist auch ein ganz nettes Filmchen, wo man einfach hier Eindrücke vom See bekommt. Ja, das vierte Loch, auch vielleicht ein bisschen trickreich, denn wenn man hier sliced, dann ist man auch da unten in einem Gelände, wo man lieber nicht sein möchte. Ja, vor dem Grün sind diese 3 tiefen Löcher, vielleicht waren das mal Bunker. Auf jeden Fall unangenehm. Und ich bin mit meinem zweiten Schlag hier im Bunker. Ja, das fünfte Loch wieder ein Par 3, 130 Meter, allerdings den Berg hoch in Richtung Clubhaus. Und Hotel ist es, glaube ich, auch. Das sechste Loch ein Par 4, nicht allzu lang. Und auch relativ viel Platz auf dem Weg zum Fairway. Hier wäre es besser gewesen, sich links zu halten, viel weiter links. Denn ich bin jetzt hier im Rough. Und die Fahne ist doch bergauf, dort oben, also auch wenn das Loch relativ kurz ist, dadurch, dass es bergauf geht hier, hat es doch seine Schwierigkeit. Also das Schöne ist, ich bin hier wirklich mutterseelenallein, kein anderer Golfspieler. Mitte Mai, der Himmel ist leider bedeckt, aber ich zeige hier mal, wie das bei Sonne aussehen kann, hier auf dem Prospekt
von dem Club hier. Einen Moment. Nicht schlecht, man sieht, hier ist auch mehr Wasser im See. Aber auch bei bedecktem Himmel ein schöner Blick. 7. Loch, ein Paar 4, mit einem Dogleg rechts. Aber so weit komme ich ja nie. Also ich werde irgendwo da landen, wenn ich Glück habe. Aber dann gibt es doch noch Wasser. Interessant. Ja, da unten sieht man die Ecke von dem Teich. Die Spielbahn. Dahinter eine Kirche. Wirklich ganz schön hier. Na, dieser See ist doch im Weg. Hier links gibt es viel Platz. Wenn ich das geahnt hätte, da ist es wirklich sicherer. Na, zum 8. Abschlag muss man ein bisschen gehen. Aber immerhin hier an Tieren vorbei. Das ist ja auch ganz schön. Ja, hier am 8. Abschlag, das ist ein Paar 3, schauen einen die Kühe zu. Das Grün ist nicht sehr groß, aber davor ist diese Mauer und ein Graben. Muss man seine Länge schon kennen. Und das sind, glaube ich, 130 Meter bis dorthin. Das ist ja fast wie im Urwald hier. Richtig ein schöner, dichter Wald in diesem Wassergraben, in dem der Ball vielleicht landet, wenn man nicht weit genug schlägt. Na, wenn man hier zu kurz ist, gibt es wirklich keine Möglichkeit, den Ball zu retten, um mit einem zweiten Schlag irgendwie aufs Grün zu kommen. Es sei denn, man ist zufällig hier neben dem Weg. Es gibt immerhin eine Dropping Zone. Das ist ja beruhigend. Und so sieht das von der Dropping Zone aus. Man sieht, dieses Grün hier ist nicht sehr groß. Aber ich bin mit meinem Abschlag ganz zufrieden. Und da oben ist das Abschlagshäuschen und die Kühe, die überhaupt nicht beeindruckt waren. Ja, hier das 9. Loch, ein Paar 5, relativ weit. Und das Dumme ist, es führt einem vom Clubhaus weg. Da ich heute nur 9 Löcher spielen werde, muss man also diese ganze Strecke wieder zurückgehen. Auch diese 9 Löcher haben sich wirklich sehr, sehr gelohnt. Die Aussicht ist einfach wunderschön hier. Sind das alte Menhire hier auf dem Golfplatz? Das wäre noch interessant. Ja, das war eine angenehme Überraschung, dieser Golfplatz hier, Golf de Gruyère. Und wenn euch der Clip gefallen hat, dann drückt doch bitte den Like-Button, den Gefällt-mir-Button, das ist immer gut. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen, wie es mir hier auf diesem Platz gefallen hat. Nach etlichem Regen im April und Anfang Mai ist natürlich hier alles sattgrün. Aber nun, hier ist ja auch die Gegend des guten Käses, der guten Milch. Und dieser Golfplatz ist schön. Die Bahnen, zumindest 1 bis 9, sind nicht besonders lang, abgesehen von der 9. Spielbahn, ein recht langer Par 5. Aber die ersten Bahnen gehen doch so ein bisschen zickzack hier an dem recht steilen Hang runter zum See.
Die Bahnen sind zwar nicht sehr lang, aber doch trickreich zu spielen, denn sie sind ziemlich eng. Wenn man sliced, ist man im Gebüsch rechts am Hang. Wenn man zu weit links spielt, riskiert man eine Etage weiter unten zu sein. Einige Bahnen gehen eben auch bergauf und bergab, was ich selber immer sehr angenehm finde und abwechslungsreich. Hinter mir eines der Wasserhindernisse hier, der große See selber spielt auf diesem Golfplatz nicht mit. Der ist also keine Gefahr, aber doch hier dieser kleine See kann gefährlich sein und eben die Landschaft generell. Toll fand ich die 8. Spielbahn, wo es steil bergab geht in ein Bachtal, in ein Flusstal, wo man also wirklich das Grün treffen muss. Gut, dann gibt es eine Dropping Zone, wenn man will, aber auf dem Weg dorthin geht man also durch dichten Wald durch. Also das fand ich sehr hervorragend. Und dann diese Vogelgeräusche und Wassergeräusche und ab und zu Tiergeräusche, das trägt doch zum angenehmen Spiel hier bei. Ich hoffe, dass ich hier mal 18 Loch spielen kann. Heute habe ich nur auf dem Weg zwischen Lausanne und Basel hier mal kurz Pause gemacht und diesen Platz hier genossen. Ja, danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal.